Lektion 1: Sicherheit beim Radfahren. Beim Radfahren ist es wichtig, immer einen Helm zu tragen und die Verkehrsregeln zu beachten. Auf jeden Fall. Die Sicherheit sollte beim Fahren immer an erster Stelle stehen. Haben Sie beim Radfahren schon einmal eine brenzlige Situation erlebt? Zum Glück gab es keine ernsthaften Unfälle, aber ich hatte ein paar beängstigende Momente. Das ist gut zu hören. Es ist immer wichtig, im Straßenverkehr aufmerksam zu bleiben. Ja, selbst einfache Dinge wie Signalisierung können einen großen Unterschied machen. Genau. Autofahrer schätzen die klare Kommunikation von Radfahrern. Und es trägt zur Sicherheit alle auf der Straße bei. Ermutigen wir unsere Freunde, beim Radfahren achtsamer zu sein. Lektion 2: Budget Reisen. Waren die Preise angemessen? Ich habe für meine nächste Reise ein begrenztes Budget. Das ist eine gute Frage. Es ist wichtig, beim Reisen gute Angebote zu finden. Genau. Ich möchte nicht zu viel ausgeben, aber trotzdem ein tolles Erlebnis haben. Haben Sie sich schon konkrete Reiseziele angeschaut? Ich ziehe ein paar Orte in Betracht, muss aber zuerst die Preise vergleichen. Das ist clever. Visites können Ihnen helfen, günstige Unterkünfte und Aktivitäten zu finden. Ich habe auch gehört, dass man außerhalb der Saison reisen kann, um Geld zu sparen. Tja, das ist ein fantastischer Tipp. Normalerweise sind dann weniger Menschenmassen und bessere Preise die Folge. Lassen Sie uns gemeinsam ein paar budgetfreundliche Reiseideen austüfteln. Lektion 3: Erinnerungen schaffen. Sogar Stofftiere? Das ist beeindruckend. Ich glaube, ich werde bald anfangen, meine eigenen zu basteln. Das ist eine wunderbare Idee. Selbstgemachtes hat einen ganz besonderen Charme. Genau. Es ist eine Möglichkeit, Kreativität auszudrücken und etwas Einzigartiges zu schaffen. Außerdem können Sie sie nach Belieben personalisieren. Haben Sie bestimmte Designs im Sinn? Ich denke darüber nach, einen süßen Bären aus verschiedenfarbigen Stoffen zu machen. Das klingt bezaubernd. Ich würde gerne Ihre fertige Kreation sehen. Ich werde es dir auf jeden Fall zeigen. Es wird ein tolles gemeinsames Projekt. Lasst uns ein paar Materialien sammeln und bald einen Basteltag veranstalten. Lektion 4: Jobjong-Lage. Ich muss zugeben, dass es eine ziemliche Herausforderung sein kann, alles unter einen Hut zu bringen, mit dem Job, mit all dem und mit allen. Tatsächlich ist es, als würde man versuchen, beim Einradfahren mit brennenden Fackeln zu jonglieren. Genau, eine falsche Bewegung und alles könnte auf spektakuläre Weise zusammenbrechen. Ich frage mich oft, wie es den Menschen gelingt, inmitten eines solchen Schaus ihren Verstand zu bewahren. Es ist tatsächlich ein Mysterium. Vielleicht besitzen sie eine geheime Superkraft, von der wir nichts wissen. Oder vielleicht beherrschen sie die alte Kunst des strategischen Aufschiebens. Ah, ja. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die an der renommierten Universität des Ich mache es später gelehrt wird. Ich glaube, ich hätte auf diesem Gebiet promoviert. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es ist ein lebenslanger Vorrat an Kaffee dabei. . 5: Haushaltswaren.
Apropos Haushaltswaren, ich glaube, dass uns wichtige Dinge wie Spülmittel und Waschmittel ausgehen. Alter, es scheint, dass die Waschmaschine besorgniserregend viel Waschmittel verbraucht. Es muss mit der Zeit einen unersättlichen Appetit entwickelt haben. Vielleicht plant es insgeheim, ein Seifenkenner zu werden. Das würde mich nicht wundern. Ich kann mir schon vorstellen, dass dort großzügige Seifeverkostungspartys stattfinden. Genau. Willkommen zu meiner schaumigen Soiree, verkündete es, und Seifenblasen schwebten umher. Und wir wären alle bloße Gäste, die unbeholfen versuchen, die Waschmaschine mit der Wahl unseres Waschmittels zu beeindrucken. Ich höre schon, wie die Maschine unsere Auswahl kritisiert. Dieser hier ist viel zu aromatisch. Und diesem fehlt der nötige Pep für eine ordentliche Wäsche. Vielleicht sollten wir einen Ausflug in den Laden machen, bevor unsere Waschmaschine zum Seifensnob wird. Lektion 6: Durchdachte Geschenke. Geschenke, die zeigen, wie viel ihnen die andere Person bedeutet, sind wirklich etwas Besonderes, nicht wahr? Hilf. Der Gedanke hinter dem Geschenk ist viel wichtiger als der Preis. Ich bin sehr froh, dass meinem Vater sein Geschenk dieses Jahr gefallen hat. Es war ein kleines Zeichen der Wertschätzung. Das ist wunderbar zu hören. Was hast du ihm letztendlich geschenkt? Ich habe ihm eine personalisierte Tasse mit einem lustigen Zitat geschenkt, das er oft verwendet. Eine wunderbare Wahl. Nichts sagt, ich interessiere mich besser als eine Tasse, die jeden Morgen ein Lächeln hervorruft. Genau. Ich glaube, jeder Schluck Kaffee muss mit einer Prise Humor einhergehen. Dem kann ich nur zustimmen. Ein bisschen Lachen kann selbst den dunkelsten Morgen erhellen. Außerdem ist es eine ständige Erinnerung daran, dass Sie an ihn denken. Lektion 7: Einzigartiges Kunsthandwerk. Die sind zu gewöhnlich, ich möchte etwas anderes für meine Einrichtung. Das verstehe ich vollkommen. Wie wäre es mit einem lokalen Kunsthandwerkstück? Das ist eine tolle Idee. Einzigartige Gegenstände können einem Raum wirklich Charakter verleihen. Ja, außerdem ist die Unterstützung lokaler Künstler immer eine Win-Win-Situation. Haben Sie in letzter Zeit interessante Stücke gesehen, die Ihre Aufmerksamkeit erregt haben? Ja, es gibt einen Töpferladen in der Nähe, der wunderschöne handgefertigte Vasen verkauft. Das klingt fantastisch. Ich liebe die Idee, ein einzigartiges Stück zu besitzen. Es verleiht ihrem Zuhause eine Geschichte, die Massenprodukten fehlt. Lass uns einen Besuch in diesem Laden planen. Ich würde gerne etwas Besonderes finden. Lektion 8: Pflegeperspektiven. Der Beruf der Krankenpflege schien einst nicht vielversprechend, nicht wahr? Nein, das war es wirklich nicht. Viele betrachteten es als einen Job mit niedrigem Status. Die einzigen respektablen Krankenschwestern waren oft diejenigen, die in renommierten Krankenhäusern arbeiteten. Ja, es ist interessant, wie sich die Wahrnehmung im Laufe der Jahre verändert hat. Heute wird die Krankenpflege als wichtiger und ehrenwerter Beruf angesehen. Ja, die Menschen respektieren das Engagement und die harte Arbeit der Pflegekräfte. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich der Beruf entwickelt und Anerkennung gewonnen hat. Es zeigt deutlich, wie wichtig es ist, sich um andere zu kümmern und welche Auswirkungen dies hat.
Ich würde gerne mehr Geschichten über Krankenschwestern hören, die das Berufsfeld beeinflusst haben. Lektion 9: Sternenbeobachtungsabenteuer. Suchen Sie sich auf jeden Fall einen Platz abseits der Lichter der Stadt und bringen Sie ein Teleskop oder Fernglas mit. Das ist doch die beste Art, einen klaren Nachthimmel zu genießen, oder? Absolut. Die Sterne wirken viel lebendiger, wenn man nicht von der Lichtverschmutzung betroffen ist. Ich kann es kaum erwarten, die Sternbilder aus der Nähe zu sehen. Es ist unglaublich, wie viele Sterne sichtbar sind, wenn man sich in einer dunklen Gegend befindet. Und die Möglichkeit, eine Sternschnuppe zu sehen, ist aufregend. Haben Sie sich schon einmal etwas gewünscht? Ja, das habe ich. Es ist ein magisches Gefühl, dies unter den Sternen zu tun. Planen wir bald eine Nacht zum Sternegucken. Es könnte ein wundervolles Erlebnis werden. Lektion 10: Vergesslichkeit. Ich schätze, dass es auch den Besten von uns passieren kann, etwas zu vergessen. In der Tat, es ist fast ein Übergangsritus ins Erwachsenenalter, nicht wahr? In einem Moment sind Sie zuversichtlich und im nächsten stellen Sie Ihr eigenes Gedächtnis in Frage. Landschef, woran sollte ich mich überhaupt erinnern? Das ist die Millionenfrage. Vielleicht sollten wir eine Selbsthilfegruppe für Vergesslichkeitspatienten gründen. Hallo, mein Name ist Anna und ich habe diese Woche zum dritten Mal meine Einkaufsliste vergessen. Willkommen, Anna. Du bist unter Freunden, die deine Not verstehen. Ich glaube, ich habe meinen Verstand zusammen mit meiner Liste im Laden gelassen. Es scheint, als ob sich hier eine ziemlich komödiantische Selbsthilfegruppe bildet. Lektion 11: Isaac-Landung. Ich glaube, es ist ratsam, in jeder Stadt mindestens 3 bis 4 Tage zu bleiben, da man dann genügend Zeit hat, sie zu erkunden. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Wenn man durch Orte hetzt, verpasst man oft etwas. In der Tat, man kann eine Stadt nicht in nur 1 oder 2 Tagen wirklich würdigen. Es ist, als würde man versuchen, ein Gourmet-Menü in einem Bissen zu genießen. Ganz richtig. Jede Stadt hat ihren eigenen, einzigartigen Geschmack, den man erst verdauen muss. Ich kann mir nur vorstellen, welche kulinarischen Köstlichkeiten darauf warten, entdeckt zu werden. Genau. Und vergessen wir nicht die lokale Kultur, die man nur mit der Zeit erleben kann. Vielleicht sollten wir bei der Planung unseres nächsten Abenteuers ausreichend Zeit für die Erkundung einplanen. Eine großartige Idee. Ich stelle mir schon vor, was wir sehen werden. Lektion 12: Parkabenteuer. Ja, direkt gegenüber dem Café befindet sich ein großer Park. Perfekt. Können Sie mir sagen, ob es am Wochenende geöffnet ist? Ich glaube, das ist es, und es finden dort oft verschiedene Veranstaltungen statt, die für schöne Nachmittage sorgen. Das klingt fantastisch. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir dort ein schönes Picknick machen. In der Tat, vielleicht könnten wir für ein bisschen unbeschwerten Spaß eine Frisbee mitbringen. Ich hoffe, meine Wurffähigkeiten haben sich seit unserem letzten Versuch verbessert. Ach ja, das große Frisbee-Debakel vom letzten Sommer bringt mich immer noch zum Schmunzeln. Ich erinnere mich gut daran. Ich glaube, wir haben am Ende mehr Völkerball als Frisbee gespielt. Wirklich, vielleicht haben wir unbeabsichtigt eine neue Sportart entdeckt.
Lektion 13. Spannende Pläne. Das klingt spannend. Haben Sie schon angefangen, sich die Optionen anzuschauen? Ja, ich habe vor, den Tag damit zu verbringen, verschiedene Outfits für die bevorstehende Veranstaltung anzuprobieren. Das ist großartig. Es macht immer Spaß, sich für einen besonderen Anlass schick zu machen. In der Tat. Ich finde, dass das Anprobieren von Kleidung überraschend therapeutisch sein kann. Und es führt oft zu unerwarteten Modeentdeckungen. Ja, vielleicht lande ich bei etwas, woran ich nie gedacht hätte. A. Der Nervenkitzel des Unerwarteten. Es ist wie eine Schatzsuche. Ja, und wer weiß, vielleicht finde ich ja sogar das perfekte Paar Schuhe dazu. Schließlich können Schuhe ein Outfit perfekt machen oder zerstören. Lektion 14. Vogelbeobachtung. Ich bin bei der Vogelbeobachtungstour dabei. Vögel haben mich schon immer fasziniert. Das ist wunderbar. Vögel sind mit ihren Farben und ihrem Gesang so bemerkenswerte Geschöpfe. In der Tat. Ich finde es unglaublich, wie jede Art ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften hat. So, es ist, als würde man der performante Kunst der Natur zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Vielleicht entdecken wir während unseres Abenteuers sogar einige seltene Arten. Ich werde auf jeden Fall mein Fernglas mitbringen, da ich alles aus der Nähe sehen möchte. Ausgezeichnete Idee. Ich bin sicher, dass es unser Erlebnis enorm bereichern wird. Und vergessen wir nicht, unsere Sichtungen zu dokumentieren. Vielleicht entdecken wir etwas Neues. Lektion 15. Extreme Temperaturen. Bei Temperaturen von teilweise -40 Grad Celsius ist entsprechende Kleidung erforderlich. In der Tat, an solch kalten Tagen ist es unerlässlich, sich warm einzupacken. Ich frage mich oft, wie es den Menschen gelingt, unter solch extremen Bedingungen warm zu bleiben. Es ist wirklich eine Kunstform. Schichten über Schichten sind der Schlüssel zum Überleben. Ganz richtig. Man muss einem modischen und dennoch funktionalen Schneemann ähneln. Und vergessen Sie nicht, ein gutes Paar Stiefel mitzunehmen. Erfrierungen sind keine angenehme Erfahrung. Ich kann mir nur vorstellen, wie man durch die Welt navigiert und dabei Eisflächen vermeidet. Es wird zu einer Art Ballett, nicht wahr? Ein eisiges Ballett, bei dem ein falscher Schritt zu einem unsanften Sturz führen kann. Lektion 16. Der Waldweg. Nein, habe ich nicht. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Er heißt The Forest Trail und ist für seine atemberaubende Landschaft bekannt. Das klingt spannend. Was erwartet einen auf dem Weg? Freuen Sie sich auf majestätische Bäume, eine lebendige Tierwelt und vielleicht sogar einen versteckten Wasserfall. Ein versteckter Wasserfall? Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Tja, es ist der perfekte Ort für ein Picknick oder einfach, um die Schönheit der Natur zu genießen. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir am Wasser entspannen und die Ruhe genießen. Und vergessen Sie nicht die Gelegenheit für atemberaubende Fotos. Ich wäre nachlässig, wenn ich bei einem solchen Abenteuer meine Kamera vernachlässigen würde.
Lektion 17. Arbeitswirbel. Ich kann mich über die Arbeit nicht beschweren. Wie geht es Ihnen? Es war ziemlich hektisch, aber ich kann mich auch nicht beschweren. Es scheint, als würden wir beide auf einer Achterbahnfahrt aus Terminen und Meetings fahren. In der Tat. Ich frage mich manchmal, ob mein Kaffeekonsum olympische Ausmaße erreicht hat. Ich glaube, Sie haben gute Chancen, die Goldmedaille in Sachen Koffeinaufnahme zu gewinnen. Das wäre wirklich eine bemerkenswerte Leistung. Vielleicht sollte ich eine Trophäe bekommen. Eine Trophäe in Form einer Kaffeetasse wäre perfekt. Tja, es würde sowohl ihn aber als auch eine leicht nervöse Persönlichkeit symbolisieren. Eine passende Darstellung des modernen Arbeitslebens, meinen Sie nicht auch? Lektion 18. Amerikas Reise. Amerikas Reise ist eine faszinierende Geschichte über das Versprechen, das wir in einem neuen Land suchten. In der Tat, es ist wie ein großes Märchenbuch voller Abenteuer und Träume. Das Versprechen, das wir suchten, hat sich weiterentwickelt, bleibt jedoch für viele ein Leuchtturm. Ja, und es scheint, dass die Menschen in jeder Generation diesem Versprechen weiterhin nachjagen. Ganz richtig. Es ist, als würde das Land selbst denen, die zuhören, Geschichten der Hoffnung zuflüstern. Und es ist eine wunderbare Vorstellung, daran zu glauben, dass wir immer wieder neue Versprechen finden können. Absolut. Es erinnert uns daran, dass jeder Schritt nach vorne zu etwas Außergewöhnlichem führen kann. Man könnte sagen, dass das Leben im Wesentlichen aus einer Reihe von Versprechen besteht, die darauf warten, erfüllt zu werden. Eine wahrhaft poetische Art, unsere Reisen zu betrachten. Lassen Sie uns das bevorstehende Abenteuer annehmen. Lektion 19. Stärken und Schwächen. Wenn Sie über Schwächen sprechen, ist es wichtig, auch Ihre Stärken hervorzuheben. In der Tat, es ist, als würde man ein ausgewogenes Bild von sich selbst präsentieren und beide Seiten zeigen. Ja, ich finde, dass die Nennung von Verbesserungsbereichen neben Stärken auch Wachstum zeigt. Ja, es vermittelt, dass man sich seiner Grenzen nicht nur bewusst ist, sondern auch proaktiv handelt. Ich glaube, es zeugt auch von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Auf jeden Fall. Es erfordert Mut, seine Schwächen konstruktiv einzugestehen. Und es kann zu unschätzbaren Möglichkeiten für die persönliche und berufliche Entwicklung führen. Tja, jede Schwäche ist lediglich ein Sprungbrett zu größeren Stärken. Denken wir daran, unsere Unvollkommenheiten zu akzeptieren und gleichzeitig unsere einzigartigen Talente zu feiern. Lektion 20. Fitnessstudio-Etikette. Die Regeln für das Fitnessstudio sind ganz einfach. Es wird empfohlen, angemessene Trainingskleidung zu tragen. Das ist sicherlich ein guter Rat. Bei körperlichen Aktivitäten ist Komfort das A und O. Tatsächlich. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass das Tragen von Jeans nicht für Kniebeugen geeignet ist. Der berüchtigte Kniebeugen in Jeans Vorfall. Eine klassische Geschichte über Missgeschicke im Fitnessstudio. Ja, es war ein echter Kampf und ich glaube, meine Würde hat erheblich gelitten. Ich kann es mir nur vorstellen. Vielleicht haben Sie unbeabsichtigt einen neuen Trainingstrend gestartet. Das Quad an Slide könnte die nächste virale Sensation werden. Wenn wir es nur vermarkten könnten,
wären wir Fitnessstudio-Legenden. Ich werde mich von nun an die angemessene Kleidung halten. Vielen Dank. Lektion 21. Reisen mit Haustieren. Hallo, reisen Sie mit einem Haustier? Ja, das bin ich. Mein Hund begleitet mich auf diesem Abenteuer. Das ist großartig. Hunde sind wunderbare Reisebegleiter. In der Tat. Sie sind wie kleine, pelzige Wurnepoppen immer begierig auf neue Erfahrungen. Ich kann mir nur vorstellen, wie viel Spaß Ihr Hund beim Erkunden neuer Orte haben wird. Tja, ich glaube, er wird jeden neuen Park als Vergnügungspark betrachten. Und jeder Fremde, den er trifft, wird ein potenzieller Freund sein, nehme ich an. Zuf. Seine Begeisterung ist ansteckend. Es ist schwer, in seiner Gegenwart nicht zu lächeln. Es scheint, als hätten Sie für jede Situation einen eingebauten Eisbrecher. Lektion 22. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Der Kanyon ist bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang besonders atemberaubend, finden Sie nicht auch? Vesuv. Die Art und Weise, wie die Farben über die Felsen tanzen, ist einfach atemberaubend. Es ist, als würde die Natur direkt vor unseren Augen ein Meisterwerk malen. In der Tat. Ich glaube, diese Momente erinnern uns an die Schönheit flüchtiger Erlebnisse. Und da der Kanyon so tief ist, ändert sich das Klima im Laufe der Zeit erheblich. Ja, es ist faszinierend, wie unterschiedliche Schichten unterschiedliche Umgebungen schaffen können. Ich kann mir nur vorstellen, welche Vielfalt an Flora und Fauna man dort antreffen könnte. Es ist, als würden sie mit jedem Schritt eine andere Welt betreten. Nehmen wir uns vor, die Schönheit des Kanyons sowohl im Morgengrauen als auch im Abendgrauen zu erleben. Lektion 23. Perfektes Training. Absolut. Liegestütze, Kniebeugen, Ausfallschritte und Planks eignen sich perfekt für dieses Training. In der Tat. Es ist ein ausgewogenes Programm, das mehrere Muskelgruppen anspricht. Ich finde, dass Körpergewichtsübungen unglaublich effektiv sind und nur minimale Ausrüstung erfordern. Ja, sie können praktisch überall durchgeführt werden und sind daher sehr praktisch. Außerdem können sie in einer Gruppe sehr unterhaltsam sein. Oh, ich stelle mir vor, dass es zu einem versehentlichen Liegestützrennen kommt. Ja, und das unvermeidliche Gelächter, das folgt, wenn die Leute Mühe haben, mitzuhalten. Fitness sollte immer eine Prise Spaß beinhalten, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Wir sollten dafür sorgen, dass unser Training Spaß macht und spannend ist. Lektion 24. Einkaufsabenteuer. Hi, hast du in letzter Zeit Kleidung eingekauft? Ja, ich war letztes Wochenende dort und habe einige entzückende Stücke gefunden. Das klingt spannend. Was haben Sie bei Ihrem Einkaufsbummel entdeckt? Ich bin über ein atemberaubendes Kleid gestolpert, dem ich einfach nicht widerstehen konnte. Ein Kleid, sagst du? Ich kann mir schon vorstellen, wie du darin umwerfend aussiehst. Vielen Dank. Ich glaube, es wird perfekt für die bevorstehende Gala sein. Ah, die Gala. Ich muss sagen, Ihre Garderobe nimmt immer mehr Gestalt an. Ich versuche, meinen Stil Stück für Stück zu verbessern.
Ein lobenswertes Ziel. Vielleicht können Sie mir ein paar Modetipps mit auf den Weg geben. Lektion 25 Fundsachen. Ja, wir haben ein Fundservice im Hotel. Wie sieht Ihre Tasche aus? Es ist ein leuchtend roter Rucksack mit ein paar aufgenähten einzigartigen Aufnähern. Das klingt unverwechselbar. Es sollte unter den üblichen Verdächtigen leicht zu erkennen sein. Das hoffe ich doch. Mir würde der Gedanke, dass es allein durch das Hotel irrt, gar nicht gefallen. Keine Angst. Ich werde nach deinem Abenteuerrucksack Ausschau halten. Vielen Dank. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bei der Suche behilflich sein könnten. Betrachten Sie es als meine Mission. Ich werde der Detektiv sein, der die verschwundene Tasche sucht. Ich glaube, dass wir mit Ihrem scharfen Auge für Details gute Chancen haben. Gemeinsam werden wir das Geheimnis des wandernden Rucksacks lüften. Lektion 26 Anleitung suchen. Es ist wirklich eine großartige Idee, einen Mentor oder Berater zum Reden zu finden. Ich stimme voll und ganz zu. Jemanden zu haben, der einen anleitet, kann einen großen Unterschied machen. Es ist, als hätten Sie einen Kompass, der in die richtige Richtung weist. Ja, die Anleitung durch erfahrene Personen kann bei der Bewältigung von Herausforderungen helfen. Außerdem liefern sie oft Erkenntnisse, die wir selbst möglicherweise übersehen. Ja, ihre Perspektiven können von unschätzbarem Wert sein, wenn wir uns verloren fühlen. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Weisheit derjenigen zu suchen, die diesen Weg vor uns gegangen sind. In der Tat, es ist eine kluge Investition in unser persönliches und berufliches Wachstum. Lassen Sie uns Mentoren finden, die uns inspirieren und unterstützen können. Lektion 27 Clever einkaufen. Normalerweise kaufe ich es im Laden, um etwas Geld zu sparen. Das ist eine kluge Entscheidung. Jeder Cent zählt, besonders in der heutigen Wirtschaft. In der Tat. Außerdem genieße ich es, die Gänge nach versteckten Schätzen zu bestöbern. Ah, der Nervenkitzel, ein neues Lieblingsstück zu entdecken. Es ist wie eine Schatzsuche. Genau. Ich habe einmal einen köstlichen Snack gefunden, der sofort zu meinem Lieblingssnack wurde. Das weiß. Ich bin neugierig. Es war eine einzigartige Gewürzmischung auf gerösteten Kichererbsen. Ziemlich süchtig machend, muss ich sagen. Das klingt köstlich. Ich muss das nächste Mal danach Ausschau halten. Sie werden es nicht bereuen. Es ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Snacks. Lektion 28 Vorräte anlegen. Gibt es dann etwas Bestimmtes, das wir Ihrer Meinung nach in die Neubefüllung aufnehmen sollten? Nun, ich glaube, wir sollten in Erwägung ziehen, der Liste weitere Snacks hinzuzufügen. Snacks, sagen Sie? Sprechen wir über gesunde Alternativen oder über köstliche Leckereien? Warum nicht eine köstliche Kombination aus beidem? Ein Gleichgewicht ist wichtig. Das ist eine tolle Idee. Vielleicht ein paar Fruchtnussriegel und schokolierte Brezeln? Da, damit kommen sowohl gesundheitsbewusste als auch Naschkatzen auf ihre Kosten. Eine wirklich kluge Strategie. So fühlt sich während der Snackpause niemand ausgeschlossen.
Ja, und natürlich dürfen auch erfrischende Getränke zu den Snacks nicht fehlen. Ich werde darauf achten, eine Auswahl an Säften und Mineralwasser anzubieten. Lektion 29 Geldwechsel. Es ist ratsam, die Kurse zu vergleichen, bevor Sie sich für eine Wechselstube entscheiden. Auf jeden Fall. Das Letzte, was man möchte, ist wertvolles Geld zu verlieren. In der Tat, ich bin einmal einem schlechten Wechselkurs zum Opfer gefallen und das war ziemlich enttäuschend. Das klingt bedauerlich. Was ist passiert? Ich habe einfach meine Hausaufgaben nicht gemacht und hatte am Ende weniger Dollar übrig, als ich erwartet hatte. Lektion gelernt, nehme ich an. In der Tat, jetzt prüfe ich immer mehrere Tarife, bevor ich eine Entscheidung treffe. Das ist ein umsichtiger Ansatz. Ich bewundere Ihre finanzielle Wachsamkeit. Vielen Dank. Es ist wichtig, sein hart verdientes Geld zu schützen. Lektion 30 Musikalischer Geschmack. Menschen haben einen unterschiedlichen Musikgeschmack. Manche bevorzugen Rockmusik. Ganz genau. Obwohl ich eine gute Rockhymne zu schätzen weiß, liegt mir die klassische Melodie am Herzen. Ah, die Eleganz klassischer Musik. Sie verleiht dem Ganzen einen Hauch von Raffinesse. In der Tat. Aber ich muss zugeben, ein gutes Rockkonzert kann berauschend sein. Nichts ist mit der Energie einer Live-Performance vergleichbar, unabhängig vom Genre. Der Es ist, als wäre man Teil einer kollektiven Erfahrung, die über Worte hinausgeht. Es ist faszinierend, wie Musik in jedem von uns so starke Emotionen hervorrufen kann. Tja, es vereint uns und lässt gleichzeitig unsere Individualität durchscheinen. Vielleicht sollten wir eine Playlist erstellen, die unsere Favoriten kombiniert.